So, meine Damen und Herren, gute Nachrichten. Von der EU kommt eine tolle neue Regulierungsidee, die unser Leben noch mal ein bisschen schlechter machen soll. Es geht konkret um die Privatisierung der Wasserversorgung. Höchste Zeit für unsere neue Rubrik. Ey Europa, hör mal auf uns zu regulieren, sonst reguliere ich dich mal. Ich weiß, wo du wohnst, du Arsch. Ganz genau. Was wurde von der EU nicht schon alles reguliert? Ne? Unsere geliebte Glühbirne haben sie verboten. Und zum Beispiel auch mal, kein Witz, ausgerechnet, wie krumm eine europäische Gurke sein darf. Ich meine, das geht doch gar nicht, weil... Weil jede Gurke ein Individuum ist, wie ein Mensch auch. Mein Reden. Gurken sind auch Menschen, meine Damen und Herren. Und jetzt geht's also um Wasser. Bisher, das wissen Sie, liegt die Trinkwasserversorgung bei uns ja überwiegend in öffentlicher Hand. Und der EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier möchte gerne, dass auch deutsche Kommunen in Zukunft die Konzession für ihre Wasserversorgung europaweit ausschreiben. Und behauptet dann auch noch kackdreist, das würde praktisch nichts ändern. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Hä? Ein Satz, der für mich auf einer Stufe steht mit dem hier. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Gut, dass wir das geklärt haben. Noch mehr privatisierte Wasserwerke. Kleine Zwischenfrage meinerseits. Wenn sich durch die tollen neuen Regeln nichts ändert, wieso stehen dann große Konzerne wie Nestle schon in den Startlöchern und sabbern vor lauter Gier? Hier, so denkt einer der Nestle-Bosse über unser Trinkwasser. Die eine Anschauung extrem, würde ich sagen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Es ist extrem zu behaupten, Wasser sei ein Menschenrecht? Du redest extrem gequirlte Scheiße, Almöhi. Wasser ist doch keine Ware, hallo? Ganz einfache Regel. Sobald irgendwas dem freien Markt überlassen wird, wird es teurer und dann schlechter. Der Markt ist nämlich ein Arschloch, meine Damen und Herren. In Portugal haben sie das Trinkwasser schon mal privatisiert. Ergebnis 400% Preissteigerung. Was sagt der Nestle-Opa denn dazu? Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie. Ja, genau. Du mich auch. Hollerei und Hollerie. Ja, mit Vieh meint er übrigens Sie und mich. Dieser ganze Regulierungswahnsinn. Letzte Woche hat der EU-Binnenmarktausschuss dem Entwurf der blöden neuen Wasserrichtlinie grundsätzlich zugestimmt. Wir schalten mal live nach Brüssel zu Dennis Knossalla. Dennis, steht Ihnen ausgezeichnet der Neoprenanzug, aber warum? Ja, sowas trägt man jetzt als guter Europäer. Eine neue Idee der EU-Binnenmarktkommission. Was glauben Sie, was man an Wasser spart, wenn man den körpereigenen Schweiß nicht mehr einfach verdunsten lässt, wie im Mittelalter, sondern am Körper hält? Ich stelle mein eigenes Wasser her. Ich bin autark. Sie sind vor allem bescheuert. Ja. Winziger Nachteil vielleicht, man kann nicht mehr richtig duschen, aber das spart ja auch wieder Wasser. Eine Win-Win-Situation. Duschen ist ein wunderbares Stichwort. Als nächstes plant die EU, und das ist leider auch kein Witz, die Zwangseinführung eines einheitlichen Wasserdrucks in allen Duschen Europas. Ja, Gott sei Dank. Thank God, Dieu merci, gracias a Dios, dass da endlich was unternommen wird. In Italien brauchen sie eine halbe Stunde, bis die Haare nass sind. Und in Norwegen werden sie vor lauter Wasserdruck aus der Dusche geblasen. Da muss doch mal endlich was geregelt werden, Herrgott. Aha, warum eigentlich? Ja, weil... Mann, wollen Sie jetzt Europa oder nicht? Sie Nazi! Ich dachte... Wieso klatscht einer bei Nazi? Ich dachte, ich könnte sowas wie den Druck in meiner Dusche einfach mal, ich weiß nicht, alleine entscheiden. Einen Scheiß können Sie! Adenauer und de Gaulle haben damals Hand in Hand gerufen, wir träumen von einem Europa, in dem Deutsche und Franzosen endlich denselben Wasserdruck haben.
Nein, haben Sie nicht. Was kommt denn als nächstes, frage ich mich. Muss jeder Deutsche dann demnächst 10 Minuten Flamenco tanzen pro Tag? Und die Portugiesen müssen genauso viel saufen wie die Finnen? Tja, und das nennt man die europäische Idee. Ja, genau. Und am Ende müssen alle Europäer so viele Frauen angraben wie Rainer Brüderle. Jetzt werden Sie nicht albern, das schafft keiner. Apropos Frauen, wie findet Ihre Frau das eigentlich, dass Sie jetzt nicht mehr duschen? Das ist nicht mehr meine Frau. Meine Frau musste ich europaweit ausschreiben lassen. Die wohnt jetzt bei einem sehr netten Belgier, aber es geht ihr gut. Der Sexer. Das ist die Hauptsache. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank.